Er hat den Rentnern eine gute Rente versprochen, dann stimmte dafür, ihr Geld zu kürzen. Genau denen, die ihr Leben lang gebuckelt haben. Das war vor über einem Jahr. Die Tage kam der neue Armutsbericht. 13,3 Millionen Menschen in Armut. Er landet auf seinem Tisch und er schweigt. Glaub nicht, was er verspricht, schau, was er abgestimmt hat. Heute schauen wir uns Lars Klingbeil an. Im April letzten Jahres stand er vor einer Kamera. Er sagte 2 Sätze, die hängen bleiben. Zitat: Wer gebuckelt hat, in der Pflege, auf dem Bau, an der Supermarktkasse, der soll eine auskömmliche Rente haben. Zitat Ende. Klingt schön, oder? Das hat er gesagt. Und was hat er dann noch gesagt? Ein weiteres Zitat. Über die Rente wird zu oft herablassend geredet von Leuten, die in bequemen Büros sitzen und sehr viel Geld verdienen. Zitat Ende. Das hat er wirklich gesagt. Und dann kam die Akte. Im November 2022 hatte er als SPD-Chef das Bürgergeld eingeführt. Damals versprach seine Partei, Hartz IV gehört der Vergangenheit an. 3 Jahre später stimmt derselbe Mann dafür, dass Bürgergeld wieder abgeschafft wird. Jetzt heißt es Grundsicherung. Die Schonzeit für Vermögen gestrichen. Wer einen Termin beim Jobcenter verpasst, verliert sofort Geld. Wer hat dafür gestimmt? Lars Klingbeil, beide Male. 3 Wochen danach hielt er eine Rede bei einer großen Stiftung. Dort warb er für etwas anderes. Die Rente soll stärker auf private kapitalgedeckte Vorsorge setzen. Wer wenig verdient, kann keine private Vorsorge betreiben. Sein Gehalt pro Monat beträgt über 25.000 Euro. Der Bürgergeldregelsatz beträgt 563 Euro. Das ist Faktor 44. Ist er auch 44 Mal produktiver, der Herr Klingbeil? Buckeln zahlt sich nicht aus. Jetzt denkst du vielleicht, er hat keine Wahl, er sitzt in einer Koalition mit der CDU, vielleicht geht es einfach nicht. Das habe ich auch gedacht. Aber nein, so ist es nicht. Für die Bundeswehr hat er 500 Milliarden Euro gefunden. Dafür braucht er knapp 2 Wochen. Sein Versprechen für die Rentner ist über 400 Tage alt. Geld für Rentner hat er bis heute nicht gefunden. Es ist eine Entscheidung und keine Notwendigkeit. In der Talkshows sagt sein Mund auskömmliche Rente für alle. Beim Parteitag sagt sein Mund Gerechtigkeit für die Schwachen. Im Interview sagt sein Mund für die, die gebuckelt haben. Auf Instagram sagt sein Mund, wir hören euch zu. Aber bei der Stiftung sagte, jeder soll selbst vorsorgen. Im Bundestag stimmt seine Hand für härtere Sanktionen und in der Akte steht seine Stimme für weniger Geld. Du hast ein Leben lang gebuckelt, auf dem Bau, an der Kasse, in der Pflege. Das war nicht umsonst. Für ihn vielleicht, aber für dich nicht. Was du gegeben hast, gehört dir. Was er verspricht, gehört nur dem Mikrofon. Schau selbst in der Akte nach. Geh auf bundestag.de, Drucksache 20-3873, Bürgergeld eingeführt. Drucksache 21-3541, Bürgergeld abgeschafft. Da steht alles schwarz auf weiß. Welche Politiker reden noch über euch, aber stimmen gegen euch? Abonniere den Kanal, um es nicht zu verpassen. Danke.